So, heute möchte ich wieder mal eine Kamera vorstellen aus dem Bereich der analogen Fotografie. Warum stehen hier zwei Kameras? Weil diese Kamera ein bisschen als Bezugspunkt für die Zeit der Fotografie um 1960 darstellt. Beide Kameras sind Spiegelreflexkameras, unterscheiden sich aber in bestimmten Details und darauf möchte ich jetzt näher eingehen. Die Edixa Reflex D, die hat einen Schlitzverschluss. Ich zeige das mal jetzt hier so. Ich hoffe, man kann es sehen. Hier hinten läuft der Film lang, der Kleinbildfilm. Und dieser Bereich hier ist ein Stoffschlitzverschluss. Und das funktioniert so, man zieht die Kamera auf. Und wenn ich jetzt auslöse, wird man ganz kurz sehen, wie dieser Verschluss sich schlitzartig zur Seite bewegt und öffnet. Es geht los. So, das war schon. Das ist eben, wie gesagt, eine Spiegelreflexkamera mit Schlitzverschluss. Schlitzverschlüsse haben Vor- und Nachteile. Da komme ich noch drauf zu. Und jetzt geht es um die eigentliche Kamera heute, nämlich von Zeiss Ikon, die Contaflex Super. Die Kamera ist auch so um 1960 auf den Markt gekommen. Sieht optisch eigentlich sehr gut aus. Man muss natürlich immer den Zeitgeschmack der damaligen Zeit mit heranziehen. Diese Spiegelreflexkamera hat keinen Schlitzverschluss, sondern einen sogenannten Synchron-Kompurverschluss. Das bedeutet, dass der Verschluss hier in der Mitte als sich öffnende, auf- und zugehende Blende ausgestaltet ist. Die Optik hier vorne ist insofern bemerkenswert. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran. So. Die Optik ist ein Teilwechselsystem. Das heißt, im Augenblick ist hier die Normalbrennweite mittels Bajonett eingesetzt, nämlich mit einem Tessar 2,8 50 mm von Carl Zeiss. Das ist aus damaliger Sicht schon ein sehr gutes Objektiv gewesen. Wir kennen ja aus unserer heutigen Zeit bei der Digitalfotografie die Zoom-Objektive. Das war damals noch nicht Stand der Technik. Wollte man die Brennweite ändern, hat man eben die Objektive gewechselt. In dem Fall geht das hier so. Ich ziehe jetzt das Objektiv mal heraus. Man kann jetzt sehen, ja, es geht eigentlich zu erkennen, dass immer noch ein Objektivteil da innen drin zu sehen ist. Und das Vorschaltobjektivteil, das wäre jetzt hier dieses, entspricht der Normalbrennweite. Man kann jetzt ein anderes Objektivteil einsetzen für Telewirkung oder eben für Weitwinkelwirkung. Ich setze das mal wieder ein. So, es rastet ein. Damit ist die korrekte Position sichergestellt. Die Spiegelreflexkamera lebt natürlich davon, dass man eben das Bild so betrachtet, wie die Kamera es wirklich tatsächlich aufzeichnet. Bei Sucherkameras ist immer das Problem, wenn man nah rangeht oder weggeht vom Motiv, dass dann sich der Bildwinkel ändert und man nicht sicher ist, ob man wirklich im Sucher das Bild so sieht, wie es eigentlich nachher abgebildet wird. Das ist bei einer Spiegelreflexkamera nicht so. Das Licht geht hier rein, da ist ein kleiner Umlenkspiegel, geht hier hoch und tritt hier hinten über das Okular des Suchers heraus. Ich spanne jetzt mal hier die Kamera. So, damit ist der Verschluss gespannt und der Film auch gleichzeitig weiter transportiert. Und ich kann dann hier oben die Kamera auslösen. Ich mache das mal.
Da war das Geräusch und damit ist die Belichtung vollzogen. Um 1960 begann sich die Fotoindustrie umzustellen von rein mechanischen Systemen zu Systemen, wo auch schon Elektrik mit drin war. Bei dieser Kamera hier eben ist es der Belichtungsmesser, der hier oben zu sehen ist, mit seinem typischen Muster der Selenfläche. Wir kennen von unseren Kameras heute eigentlich immer eine Batterie, die eben die gesamte Elektronik der Kamera versorgt. Das war bei dieser Kamera, obwohl sie schon elektrisch war, eben nicht der Fall, weil die Selenzelle hier vorne selbst elektrischen Strom liefert. Und zwar wenig Strom, aber eben doch ausreichend, um hier ein Zeigerinstrument in der Kamera, das ist dann hier oben zu sehen, bisschen schwer zu erkennen, weil das Licht nicht so sehr gut drauf fällt. Dort kann man dann, indem man hier an der Kamera die Werte verstellt, ich mache das jetzt hier mal, ich drehe jetzt hier mal dran, da kann man dann Blende und Zeit in Abhängigkeit des Zeigers so einstellen, dass man dann eine korrekte Belichtung bekommt. Das war schon eine Erleichterung im Umgang mit der Fotografie, denn vorher musste man entweder einen externen Belichtungsmesser nehmen oder eben die Belichtung schätzen, was nicht immer so richtig gut funktionierte. So, ich halte die Kamera mal so, dass man von oben rauf gucken kann. Hier sieht man zwei Skalen. Da ist einmal die Zeitwerte, die gehen nämlich hier bei der Kamera von 60 Sekunden bis runter zu einer 500 Sekunde. Parallel dazu bewegt sich immer der Blendenwert mit, der von 2,8 bis Blende 22 geht. Diese kombinierte Steuerung nennt man Lichtwertsteuerung, war damals hochmodern, weil die Kamera einen Arbeitsschritt abnahm bei der Belichtungseinstellung. Man musste nicht zuerst die Zeit einstellen und dann die Belichtung, sondern das erfolgte in gewissen Grenzen gleichzeitig. Hier ist der Bereich zu sehen, wo man die Entfernung einstellt. Die Entfernung konnte man von unendlich bis 0,7 Meter einstellen. Um aber sicher zu sein, dass man scharf eingestellt hatte, war hier im Sucherbereich ein Bereich zu sehen, an dem man besonders gut den Schärfewert für den gewünschten Bereich erkennen und damit auch scharf stellen konnte. Das war mit einer der Gründe für die Spiegelreflexkameras. Es ging damit eben sehr gut. Vom Komfort her ist hier unten noch ein kleiner Bereich. Da kann man 3 Positionen einstellen, nämlich einmal um Blitzaufnahmen mit Elektronenblitz zu machen und auch um Blitzaufnahmen mit einem Birnenblitz zu machen. Es mussten deshalb 2 verschiedene Werte sein, weil die Zeit, bis der Blitz richtig stark wurde, bei der Blitzbirne anders war als beim Elektronenblitz. Elektronenblitz war in diesen Jahren um 1960 noch eher ungewöhnlich. Die meisten Blitzfotos wurden eben mit Birnenblitzen gemacht. Hier ist noch eine weitere Position. Das geht hier nach V und V bedeutet Verzögerung. Das will zum Ausdruck bringen, dass die Kamera auch einen Selbstauslöser hatte, der damals natürlich rein mechanisch arbeitete mit einem kleinen Uhrwerk. Und man konnte bis 8 Sekunden die Aufnahme verzögern, um dann selber noch ins Bild reinzukommen, wenn man Aufnahmen machen wollte. Hier oben rechts ist die Einstellung der DIN-Zahl. Das dient in Verbindung mit dem Belichtungsmesser zur Ermittlung des richtigen Belichtungswertes. Das ist hier der Rückspulknopf. Da ist noch oben drauf eine kleine Skala, um sich den Filmtyp zu merken, den man in die Kamera eingelegt hat. So, dann gucken wir mal in die Kamera rein. Einmal, zweimal und ich nehme den Deckel ab und man blickt in die Kamera rein. Hier sind die beiden Leerräume zur Aufnahme der Filmpatrone und das ist hier die Vorbeiführung des Films am Belichtungsfenster.
Ich werde jetzt hier nochmal aufziehen. Man sieht jetzt, dass dann die Klappe zugeht. Dahinter ist der Spiegel, den man ja zum Betrachten des Bildes benötigt. Und wenn ich jetzt auslöse, klappt der Spiegel hoch, die Belichtung wird vollzogen. So, der Spiegel bleibt oben. Wenn man jetzt hier reinguckt, das kann man wahrscheinlich nicht so gut sehen. So, da kann man es sehen. Dann sieht man, dass da das Objektiv ist und vorne der Verschluss, der eigentliche Verschluss, geschlossen ist. So kann nicht Licht rauffallen, wenn man keine Aufnahme machen will. Ja, das war die Vorstellung der Zeiss Ikon Contra-Flex Super. Damals eine sehr teure Kamera, die sich nicht jeder leisten konnte, weil sie zumindest zu diesem Zeitpunkt noch den Höhepunkt der Entwicklung bei Fotoapparaten darstellte. Das änderte sich dann bald mit zunehmender Bedeutung der elektrischen oder elektronischen Belichtungsermittlung und Zeitenermittlung. Da konnte dann Zeiss Ikon nicht mehr so richtig mithalten und die Entwicklung hinsichtlich der Innovation kam dann immer mehr aus Japan. Aber das war noch hier ein richtig gutes Stück höchster Feinmechanik aus Deutschland. Ja, das war's. Wie immer der Hinweis, wer Lust hat, kann auch mal mein Internetforum besuchen. Das heißt Blende und Zeit Forum. Blende und Zeit immer mit einem Minuszeichen getrennt und hinten dran .de. Dann kommt man auf die Seite.